So Leute, jetzt kurzes Päuschen gemacht. Es ist gerade 14:35 Uhr. Jetzt heißt es für mich Abfahrt. Jetzt werde ich den Halstuch noch weiter raufziehen. Ja, sieht ein bisschen komisch aus vielleicht, aber es ist schon richtig kalt, Leute, und jetzt werde ich bergab fahren. Da geht es jetzt nicht um die Optik, sondern dass man nicht krank wird. Handschuhe würde ich jetzt auch gerne, ja, die nehme ich auch. Möchte sowieso nicht mehr anhalten, um Fotos zu machen. Jetzt ballere ich einfach mal runter hier. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich, Leute, was man so, was ich mir für eine Bekleidung noch holen muss. Wenn es noch um eine Spur kälter wird, werde ich damit Schwierigkeiten haben. Das ist jetzt keine Thermobekleidung oder sonst was. Beine und so sind top. Also meine Beine, Füße spüre ich dabei nichts. Es ist warm, aber man merkt es halt hier beim Handgelenk und ja, bei den Ohren, Nacken war, wie ich gestartet habe, mega gespürt. Da muss ich glaube ich eine Sturmmaske kaufen und bessere Handschuhe. Und die Handgelenke hier würde ich auch gerne irgendwie zumachen. Keine Ahnung wie. Für heute passt, aber wenn es kälter wird, wie gesagt, brauche ich was anderes. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps, dann könnt ihr es bitte in den Kommentaren schreiben. Ja, und heute habe ich noch dabei meine Fahrradbeleuchtung. Hier habe ich mir dann zugelegt, als ich bei einem von den letzten Touren im Dunkeln nach Hause fahren musste. Jetzt habe ich mir eine Fahrradlampe besorgt, vorne und hinten. Genau. Ja, die leuchtet gut. Ich bin zwar noch nie im Dunkeln gefahren, aber ich habe es mal kurz eingeschaltet, wie es dunkel war. Leuchtet nicht schlecht. Bin schon gespannt auf die erste Fahrt im Dunkeln. Es wird bestimmt mal wieder dunkel, beziehungsweise fahre ich mal direkt im Dunkeln los oder so. Ich werde euch natürlich meine Erfahrungsberichte werde ich dann mit euch teilen. Ja, und was war noch, bevor wir jetzt runterfahren? Das Knacksgeräusch vom Sattel ist weg. Wie gesagt, ich spiele jetzt mit der Sattelhöhe und so weiter, beziehungsweise mit der Sattelposition. Ja, irgendwie will ich es mir bequemer machen, weil mir kommt es manchmal vor, dass das Bike irgendwie zu sportlich ist. Ab 70 Kilometer und so bekomme ich meistens Nackenschmerzen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich noch daran gewöhnen muss oder ob einfach die Haltung auf dem Rad einfach nicht passt. Ja, und deswegen versuche ich mit den Stellschrauben, was ich hier habe, das irgendwie bequemer zu gestalten. Falls ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt es in den Kommentaren. Und ja, ich mache mich jetzt bereit und fahre hier jetzt runter. Jetzt geht es mal richtig fett bergab. Ein paar geschenkte Kilometer haben wir verdient. Los geht's.
Nice, nice, nice. Woohoo! 55 km/h. Leute, richtig runtergeknallt. 65 km/h Spitzengeschwindigkeit. Also ich habe ja einmal 11er Kettenblatt und ja, damit kann man bis 65 km/h treten, habe ich gerade getestet. Oh. Es war jetzt eine harte Abfahrt. Alter. So, jetzt habe ich noch einen Anstieg vor mir. Und wie ihr sehen könnt, wenn ein Anstieg bevorsteht, kommt eine Meldung mit Anstieg und dann wechselt das Display um auf dieses Display hier. Ja, und dann sieht man eben die Abschnitte, ja, die verschiedenen Sequenzen im Anstieg. Orange derzeit, also es ist kein roter Anstieg jetzt. Orange und grün. Und man sieht halt eben, wie viele Meter noch übrig sind, wie viele Höhenmeter noch übrig sind. Ja, das haben die echt nice gemacht. Danke Wahoo für dieses Update.
Ist sehr cool, echt. So, jetzt bin ich wieder von der Route weggefahren, aber ein bisschen Gravel soll es trotzdem sein heute. Jetzt nehme ich den Almufer Weg für ein paar Kilometer und dann geht es wieder weiter auf Asphalt. Mega, Alter, wie geil das aussieht. Rechts ein Bach, vorne scheint die Sonne durch, die ganzen Bäume. Mega. Was für ein herrlicher Tag. Ich muss immer wieder an mein EMTB, an mein Cube denken, wenn ich dieselben Straßen fahre. Es war eine schöne Zeit mit dem Cube Stereo. Ja, aber mit dem Rose Backroad ist es auch schön. Wahnsinn. Nice, nice. Die ganzen Obstbäume hier, sieht alles so schön aus. Herrlicher Sonntag. So darf ein Sonntag sein. Genau so. Nicht anders. Ja Leute, 43 Kilometer habe ich gerade zurückgelegt. Fahrzeit 2 Stunden und 30 Minuten. Ja, mega schön. Wirklich ein schöner Tag gewesen heute. Jetzt noch den letzten Anstieg meistern und dann ab nach Hause zu den Kids. Let the party begin. So, gleich geschafft. Alles klar. Jetzt schön gechillt nach Hause.
Ja Leute, was geht? Die Tour ist schon gleich wieder beendet, Leute. Es war ein schöner Sonntag mit einem herrlichen Wetter. Absolut top, Leute. Ich bin wirklich mega happy wieder, dass ich heute Fahrrad gefahren bin. Ja, ich hoffe, euer Tag war auch schön und ich hoffe auch, dass ihr auch Spaß hattet beim Zuschauen. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert seid. Und wir sehen uns dann, ja, bei weiteren Touren mit dem Rose Backroad. Jo Leute, was geht? Ich bin gerade zu Hause angekommen. Gehen wir kurz mal die Daten durch. Fahren, nein, stopp. Genau, aufzeichnen, beenden. Yes. Und wie ihr sehen könnt, war ich fast 3 Stunden unterwegs und 50,5 Kilometer gefahren. Eigentlich war ich schon bei 46 Kilometer zu Hause, aber ich habe noch eine Dorfrunde gedreht, um die 50 Kilometer voll zu machen. Das ist irgendwie so eine, keine Ahnung, Krankheit bei mir. Wenn ich kurz davor bin, muss ich es immer noch voll machen, weil sonst, keine Ahnung, das lässt mich einfach nicht in Ruhe. Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 17,3 km/h, Maximalgeschwindigkeit bei 65 km/h. Ja, Höhenmeter haben wir 525 gestemmt. Hat wieder mega Bock gemacht und war wirklich ein geiler Sonntag wieder. Ja, und was ich jetzt gemerkt habe, als ich zu Hause angekommen bin, irgendwie habe ich schon immer was gehört. Ich konnte es aber nie zuordnen, von wo das Geräusch kommt. Und als ich abgestiegen bin vom Rad, habe ich was gesehen, Leute. Schaut mal her. Und zwar ist mein Reifen total locker. Also die Felge ist total locker. Ich weiß nicht, ob ihr den Spiel sehen könnt. Und so bin ich die ganze Zeit gefahren. Das ist nicht gut. Keine Ahnung. Muss sich die Schraube hier gelockert haben. Irgendwie. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum meine Bremsen so quietschen. Aber ja, das werde ich jetzt gleich mal anziehen und dann hoffe ich, dass das Ganze wieder gut läuft. Naja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.